Mit einigen neuen Details und einem leicht reduzierten Gewicht kommt der VVing V2 nun in unserem Test. Die dünne Bungee-Leash ist mit Gurtband ummantelt. Der Skelett ist insgesamt groß genug, dass man es auch über dem Handschuh im Winter tragen kann. Und wir haben eine ausreichend große Länge, damit man es gut drehen kann, den Wing, und damit man die Leash auch über den Kopf führen kann bei einigen Manövern. Die Dimensionierung der Frontschlaufe ist optimal, groß genug, sodass auch große Hände reinpassen. Und von der Festigkeit ist sie so gestaltet, dass man mit der Einhand das Ganze hier gut steuern kann. Wir haben jetzt hier auch noch eine stärkere Profilierung der Mittelstrut, sodass man hier noch etwas besser und leichter greifen kann bei den Griffen. Die Griffe sind von dem Durchmesser insgesamt auch sehr gut dimensioniert, auch nicht zu dick mit Handschuhen. Also klar, Unterarme werden immer schneller schlapp, aber das hält sich hier gut in Grenzen. Und entlüftet wird hier über ein standardmäßiges großes Ein- und Auslassventil und die Mittelstrut wird durch ein Double One-Pump-System belüftet oder also be- und entlüftet. Das geht in der Regel hier sehr schnell, da die Schläuche auch absolut gerade gehalten sind. Als Flugtuch haben wir hier ein Double Ripstop Material. Das Flugtuch ist an der Abrisskante zweifach mit Tuch gedoppelt. Gummiertes Gewebe schützt die wesentlichen Stellen bei Aufschlägen oder wenn es mal scheuert. Also hier am Tippende kann man beim Skaten das aufsetzen, da braucht man sich nicht fürchten. Das geht nicht so schnell kaputt. Auch im Unterschied zum Vorgänger haben wir jetzt zwei wirklich große Fenster. Wichtig nochmal hier, die Anbringung der Lenkgriffe sind jetzt deutlich professioneller und wirklich elegant ausgeführt. Man sieht hier auch nochmal sehr schön, das gesamte Duckrod ist bei der Profilierung der Mittelstrut an den entscheidenden Nähten und Stellen nochmal mit Gurtband verstärkt. Schon das erste Vayu-Wing-Modell kam schon sehr faltenfrei daher. In puncto Tuchstraffung hat man jetzt hier das flache Profil nochmals optimiert. Hier muss man wie bei einigen modernen neuen Wings auch die Fältchen schon suchen. Der Shape mit dem leichten V und von dem Durchmesser der Fronttube auslaufenden Tips ist insofern geblieben. Insgesamt ist das Profil hier nochmal einen kleinen Tick flacher. Bei der Outline und dem Aspekt Ratio gibt es auch ganz minimale Veränderungen. Grundsätzlich ist aber Vayu seinem Konzept treu geblieben. Auf dem Weg ins Wasser stellen wir fest, wir haben eine gute Tip-to-Tip-Balance. Er lässt sich hier an der Frontschlaufe sehr gut führen. Beim Aufsteigen und Anpumpen positioniert man die vordere Hand möglichst weit vorne. Dann mit einem leichten Raumkurs und etwas aktivem Anpumpen kommt man hier auch früh zum Fahren, also sprich zum Fliegen. Auch selbst bei sehr geringvolumigen Boards ist das vom Lift her überhaupt kein Problem. Und wenn es halt wirklich stark ist vom Wind, dazu kommen wir später noch, aber was der VVing wirklich ab kann, ist auch viel Wind, ist ein Wasserstart, so wie hier zu sehen, klassisch wie beim Windsurfen, auch kein Problem. Von dem genauen und sportlichen Feeling beim Startvorgang reiht sich der VVing genau ein bei dem Strike V2 und dem Unit D-Lab oder dem Unit, weil wir haben hier wirklich eine sehr straffe Struktur, wo man auch ein bisschen den Luftdruck nachgeben kann gegenüber dem, was auf dem Wing draufsteht, um von der Performance im Low-Wind hier noch mehr rausholen zu können. Da erreicht man eine gute Leistung. Mit dem Luftdruck wie angegeben erreicht man die maximale Performance, was sich natürlich auf Geschwindigkeit und Anwendverhalten bezieht. Das insgesamt etwas flachere Profil des VVing V2 lässt das Ganze hier wirklich flott vorangehen. Es ist insgesamt wirklich ein schneller Wing, der auch exzellent am Wind geht. Er ist genau an die Kante gesetzt halt von seinem Sweet Spot, dass die Nase vorne jetzt nicht eintickt, also dass sie halt entgegenkommt.
Man kann ihn genau mit einem leichten Zug auf der hinteren Hand hier genau stabil in der optimalen Position am Wind fahren und führen. Und dabei ist, wie gesagt, sein Leistungspotenzial sehr hoch. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Ausbalanciertheit zur Anströmkante, zur Abströmkante hier wesentlich stabiler geworden ist. Man hat hier eine Positionierung so im hinteren Bereich der vorderen Stange, wo man den Wing halt ohne weiteres halt führen kann, sogar auch längere Strecken auf einer Hand fliegen kann. Man merkt hier, das Profil bleibt halt sehr schön gleichmäßig stabil ausbalanciert und angeströmt. Und das ist deutlich besser als beim Vorgängermodell. In normaler Gleitfahrt hat der VVing V2 die Tendenz halt mit dem unteren Tipp immer leicht abzusacken, sodass halt eine leichte Korrektur auf der hinteren Hand oder das Führen über die hintere Hand hier ein stetiger Begleiter dementsprechend ist. Positioniert man im normalen Fahrzustand die hintere Hand etwas weiter auf der Mitte der Stange, so lässt sich der Wing am leichtesten und am kontrolliertesten führen. Beim Handling in Manövern dreht er insgesamt schön schnell und er muss hier auch nur minimal geführt werden. Durch die extrem direkte Kraftübertragung über die Lenkgriffe lässt sich der Wing halt sehr schnell und einfach rotieren. Schön ist dabei, dass auch beim Kurvenausgang die Strömung hier sofort sauber wieder anliegt. Insgesamt ist noch zu bemerken, dass die Gewichtsreduktion zwar gegenüber dem Vorgängermodell vorhanden ist, wenn man es aber mit den neuesten Mitbewerbern vergleicht, kann man doch einen leichten Gewichtsunterschied halt auch hier beim Manöverhandling spüren. Nichtsdestotrotz ist der VVing V2 bei allen Manövern gegen den Wind mit sehr wenig Drag, also sehr wenig Widerstand ausgestattet. Also gerade auch alle Tech-Manöver gehen hier ganz leicht und einfach von der Hand. Schauen wir da drauf, wie der VVing V2 sich in der Wave-Stellung, also gedriftet oder geschleppt, dementsprechend verhält. Durch die optimale Größe und Konsistenz der Frontschlaufe lässt sich hier ein direkter Kontakt zum Wing herstellen. Man kann dieses leichte Schwingen von rechts nach links ohne weiteres über einen etwas festeren Griff sozusagen kompensieren, sodass man ihn dabei immer gut und sauber gerade hält. Latent spürbar ist aber auch hier das etwas höhere Gewicht. Man muss halt klar sagen, dass bei den Mitbewerbern, die jetzt explizit halt sehr gut für die Welle geeignet sind, dann teilweise ein Drittel weniger Gewicht schon vorhanden ist. Aber das ist wohl der Preis für eine sehr robuste Konstruktion. Nichtsdestotrotz schlägt sich der VVing auch hier wirklich sehr solide und gleichmäßig. Er hat keine großen Nicklichkeiten, an die man sich in irgendeiner Weise gewöhnen müsste. Beim Springen und bei schnellen Drehungen, sprich beim Freestyle, da eignet sich der VVing V2 ganz exzellent. Es gibt hier ein paar Punkte, die entscheidend dafür sind, warum das vielleicht etwas besser geht als mit dem einen oder anderen Wing. Wir haben eine hohe Geschwindigkeit. Dadurch kriegen wir natürlich halt in Kombination, klar, immer wieder schnelle Flügel gehören darunter zum Springen und halt insgesamt etwas mehr Wind. Da brauchen wir eine gute Kontrolle bei viel Wind. Das Profil ist sehr stabil, lässt sich halt sehr gut kontrollieren, ist auch von Anströmkante zu Abströmkante sehr schön ausbalanciert. Und wir haben durch diese in die Mittelstrut sozusagen integrierten Lenkstangen auch einen absolut super direkten Kontakt zum Führen des Wings und zum Lenken. Dadurch gehen halt Rotationen insgesamt halt schnell. Man hat ein gutes Gefühl, ein sehr direktes Gefühl für den Wing, wodurch sich gerade bei diesem Thema halt eine außerordentlich gute Kontrolle ergibt.
Für welche Zielgruppen, sprich Fahrkönnensstufen, ist der VVing V2 gemacht? Schauen wir auf den Einsteiger. Wir haben einen ausreichenden Lift, um hier auch gut und durchschnittlich früh aufstehen zu können. Dann eine sehr schnell anliegende Strömung, sodass man auch wirklich gut und früh ins Fahren kommt. Ein bisschen aktives Pumpen ist auf jeden Fall auch hilfreich und mit einem leicht abgesenkten Luftdruck geht das Ganze hier auch recht komfortabel. Die wesentlichen Stärken entfaltet der VVing allerdings erst, wenn wir hier ein mittleres bis hohes oder auch sehr hohes Fahrkönnen vorliegen haben. In der Welle lässt er sich gut handeln, aber seine Stärken liegen im Wesentlichen halt bei den Fahrleistungen, was den Racer einerseits natürlich halt freuen wird aufgrund hoher Geschwindigkeit und sehr gutem Anwendwinkel und auf der anderen Seite den Freestyler, da der Wing halt sich exzellent für schnelle Rotationen geeignet, mit einer danach wieder schnell anliegenden Strömung und auch einer sehr guten Kontrolle bei viel Wind, was man natürlich auch wiederum für gute Sprünge dementsprechend benötigt. Und schauen wir auf den durchschnittlichen Freerider, der auch vielleicht als Arounder alles machen möchte. Da haben wir ein tolles Manöverhandling. Man kann den Wing halt so ausbalanciert mit einer Hand fliegen, stressfrei. Man hat in allen Manövern sehr wenig Widerstand, aber man braucht ein klein bisschen Erfahrung, was das Führen des Anstellwinkels angeht, um hier auch die optimalen Leistungen, die in dem Flügel stecken, herausholen zu können. Und vergleichen wir das Ganze nochmal mit dem Vorgänger, so ist der VVing 2 halt wirklich deutlich erwachsener geworden. Verschiedenste Nicklichkeiten, wie kleines nach Luft ziehen der Nase, das hat er nicht mehr. Das kann man ganz leicht halt mit einem ganz leichten Zug auf der hinteren Hand immer unter Kontrolle halten. Wir haben eine deutlich schneller und gleichmäßiger anliegende Strömung. Wir haben etwas weniger Gewicht und eine bessere Ausbalanciertheit, wodurch er auch in der Welle hier nochmal eindeutig für sich punkten kann gegenüber dem Vorgänger. So dass abschließend festzustellen ist, toller, moderner Wing, der sicherlich auch für den Around-Bereich geeignet ist, aber seine besonderen Stärken bei Race und Freestyle besitzt.